Johanna und ich machten uns auf einen riskanten Weg, um eine unglaubliche verlassene Millionenvilla eines Ex-Mafia-Mitgliedes in Italien zu erkunden. Angekommen an diesem prachtvollen Lost Place trauten wir unseren Augen nicht. Dieser verlassene Ort glänzte nur vor extremen Reichtum und Wohlstand. Was ist in dieser palästähnlichen Villa passiert? Was würden uns die Wände nur heute erzählen? Und wieso musste hier alles stehen und liegen gelassen werden? Selbst persönliche Dinge wurden hier zurückgelassen. 1965. Ich würde mich nicht wundern, wenn hier noch irgendwie so ein Geheimversteck ist. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Lost Place Abenteuer auf meinem Kanal. Die liebe Johanna und ich befinden uns aktuell wieder irgendwo in Italien. Wir haben gerade quasi Winter, sieht echt nicht so aus bei dem blauen Himmel, aber es ist wirklich noch extrem kalt hier. Heute möchten wir euch gerne eine Location zeigen. Diese Villa wurde definitiv von noch keinem deutschen Lost Placer betreten. Sie ist brandaktuell. Es ist eine riesige, große Millionenvilla, komplett eingerichtet und einfach nur wunderschön. Wir haben brandaktuelle Infos bekommen, dass wohl momentan Zugang möglich ist zu dieser Villa. Haben aber auch gehört, dass in den letzten 2 Tagen ordentlich was los war. Ganz viele Italiener und so schon da gewesen sind und da teilweise 20 Leute gleichzeitig waren. Und es gab wohl auch schon echt Ärger mit dem Besitzer wohl. Und was das Ganze gibt, ob wir reinkommen, ob wir erwischt werden oder nicht, erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß damit! Wir versuchen jetzt irgendwie von hinten ranzukommen, weil wir wollen halt kein Aufsehen erregen und echt nicht erwischt werden dort. Deswegen haben wir uns jetzt echt einen weiten Weg überlegt, wie wir irgendwie zu dieser Villa gelangen. Boah, das sieht richtig schön aus hier. Hier hat sich einer die Mühe gemacht und war sehr fleißig und hat ein paar Bäume gepflanzt. Wir vermuten jetzt, dass wir da Richtung Wald kommen und dann irgendwie von hinten uns anschleichen können. Es könnte sein, dass wir hier den Urbex-Weg schon gefunden haben, weil hier ist der Zaun weggemacht worden, sodass man sich hier vorbeischlingeln kann. Okay, ich hab's geschafft. Schaffst du? Okay. Wo wir hin müssen? Ja, wir müssen jetzt einfach nur hoch. Okay, los geht's. Wir müssen uns jetzt hier irgendwie durch das Gestrüpp kämpfen. Trampelpfad ist auf jeden Fall zu erkennen. Also das könnte echt der richtige Weg sein hier. Hier hat irgendwer seine Bienenstöcke aufgestellt. Wir müssen jetzt hier weiter durch und dann noch ein bisschen hoch. So, und hinter den Bäumen türmt sie sich gerade vor uns auf. Und das hier ist wohl der riesige Garten von dem Gelände. Wir haben überall Palmen im Garten. Extrem schön. Guckt euch das mal an. Was ein Anwesen. Ja, hier ist eine Treppe. Hier müssen wir hoch. Hier haben wir noch so einen alten Balkon. Und hier ist die Villa. Was ein Anwesen. Jetzt müssen wir schauen, wo wir hier einen Zugang finden. Die ist so richtig prachtvoll. Hier ist irgendein Absperrband.
ist zu. Oh mein Gott. Hier sind Raubkatzen vorm Eingang. Guckt euch das mal an. Leute, wir können es echt nicht fassen. Wie kann man so ein Pech haben? Wir sind wirklich für diese Villa 11 Stunden nach Italien gefahren. Die war am Sonntag noch auf. Und wir haben heute Dienstag. Innerhalb von 2 Tagen ist sie dicht gemacht worden. Und wir haben jetzt mal eben so 3000 Kilometer verbraten. Das ist so ärgerlich, Leute. Die sieht von innen so krass aus, das könnt ihr euch echt nicht vorstellen. Unfassbar. So Leute, ihr könnt es euch kaum vorstellen, aber es sind einige Monate vergangen und die liebe Johanna und ich stehen schon wieder hier und es hat sich komplett verändert. Es regnet mittlerweile wie aus Eimern und die ganzen Holzdinger sind weg. Das heißt, wir könnten jetzt Glück haben und hineinkommen. Wir sind für diese Location jetzt circa 6000 Kilometer gefahren, wenn man jeden Hin- und Rückweg rechnet. Also das ist echt schon krass. Aber ich glaube, wir haben jetzt Glück. Ich hoffe, hier ist jetzt kein Alarm, weil die Location echt die Runde gemacht hat in den letzten Monaten. Es sind sehr viele reingekommen. Ja. Es ist auf. Und ich bin sowas von enttäuscht. Warum erzähle ich euch jetzt gleich? Pass auf, nicht, dass es runterfällt, Schatz. Nicht das Holz berühren. Ja, leider ist die Villa zum größten Teil ausgeräumt worden, beziehungsweise wir haben das auf Instagram gesehen, es wurden einige Möbelstücke an einen Amerikaner verkauft. Wir haben uns jetzt die Mühe gemacht, sind jetzt einmal durch die Location gelaufen, haben circa eine Stunde hier aufgeräumt, allen Müll weggetan auf Seite und ja, die besten Möbelstücke nochmal so ein bisschen in Szene gesetzt, sage ich jetzt mal. Und damit wir euch hier noch ein bisschen was zeigen können. Also definitiv ein bisschen Inventar ist noch vorhanden. Wir haben extrem geile Deckenmalereien und an sich ist diese Villa einfach nur gigantisch groß, Leute. Das ist unvorstellbar, dass hier mal irgendwie eine private Person oder so gelebt hat. Und wir sind jetzt direkt im Hauptwohnzimmer und ihr seht, wie gigantisch riesig das hier ist. Eigentlich hing hier ein riesen Kronleuchter von der Decke. Wir sehen noch das Kabel da oben. Dann haben wir da oben die Deckenmalerei und in dem Raum standen bestimmt 4 Büsten, Leute. Das sind diese Köpfe, ne, die man oft auf Kaminen oder so findet. Und ja, wir haben hier eine unglaublich imposante Architektur. Das sieht schon echt geil aus. Hier war bestimmt mal ein Bild oder so. Also das hat es schon in sich. Ne? Und guckt euch mal hier diese Wandverzierungen an. Das ist schon echt unglaublich. Da fehlen einem wirklich schon wieder die Worte, Leute. Und so sah es in dieser Villa übrigens an unserem ersten Besuch aus, wo wir nicht hineingekommen sind. Dann geht's weiter hier mit dem nächsten Raum. Ein paar Möbelstücke wurden hier auch noch zurückgelassen. Wir haben auch hier
Eine extrem aufwendig gestaltete Decke. Und hier unten haben wir dann den Kamin mit einer zweiten Sitzgruppe hier. Also kann ich mir vorstellen, dass hier dann wahrscheinlich gegessen worden ist. Hier haben wir noch die Pokale aufgereiht, Leute. Und hier befindet sich der Kamin. Also wir sind hier gerade schon mal durchgelaufen und ich glaube, wenn ich richtig gezählt habe, haben wir 4 Etagen. Also das ist wirklich gigantisch groß hier. Und wir haben sogar ein Billardzimmer in dieser riesigen Millionenvilla. Das ist quasi der kleine Wartebereich für die Leute, die gerade nicht gespielt haben. Und hier zu meiner Rechten haben wir erstmal hier so einen kleinen Torbogen. Und hier steht dann der Billardtisch. Auch das Billardzimmer sieht mittlerweile komplett anders aus. Das ist ein uralter Tisch. Wir haben hier so Köpfe, wo die Kugeln reingefallen sind. Der hält leider nicht mehr, aber das ist schon echt krass. Wir haben noch einen Kö. Johanna hat keine Ahnung, was sie da gerade macht. Das sind keine Kugeln. Damit macht man den Kö wieder schlagfest, sage ich jetzt mal. Und hier kommen wir jetzt ins gigantische Treppenhaus. Es geht in den Keller und es geht zur ersten Etage hier. Und wir sehen da hinten ein zweites Treppenhaus. Und das hier ist der Haupteingang. Auch sehr imposant. Wunderschön hier oben. Mit der sehr aufwendig gestaltenden Decke. Dann haben wir hier 2 Spiegel, links und rechts. Und von hier ging es dann direkt in den Hauptraum hinein. Das Herz der Villa. Und wir sehen hier auch eine zweite Treppe. Das ist die Küche. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das irgendwie nur eine Zweitküche ist, weil die halt echt extrem klein ist. Und die Villa hatte sogar einen eigenen Aufzug. Das mag man echt kaum glauben. Dann würde ich vorschlagen, nehmen wir jetzt erstmal hier diese kleine Treppe und gleich dann die Haupttreppe. Gucken wir mal, was wir oben noch so finden werden. Und hier, ne, überall stehen die Fenster auf. Das ist echt unglaublich. Und es hat sich so viel verändert im Gegensatz zu den letzten 5 Monaten. Hier kommt der Aufzug dann an auf der ersten Etage. Und wir haben überall weitere Räume. Hier waren wir eben schon. Spannendes gibt es hier nicht in dem Bereich. Vielleicht war das die Bedienstetenetage, weil so einfach gehalten ist. Meinst du? Ja, weil alles andere ist viel imposanter. Das könnte natürlich sein, ne? Ja, mit Sicherheit. Das könnte der Bereich der Bediensteten oder Angestellten gewesen sein. Ja, guck, Ja. ganz kleine Betten. Ganz kleine, einfache Einzelbetten haben wir hier. Nämlich. Und oben haben wir noch weitere Betten und ich glaube eher, dass oben irgendwie Familienangehörige oder so geschlafen haben. Hier kommen wir jetzt nur mal im Haupttreppenhaus aus. Da können wir gleich hochgehen, aber hier waren wir noch nicht. Das war eine Bedienstete. Okay, also es bestätigt sich echt der Verdacht mit den Bediensteten. Wir haben die zweite Küche mittlerweile schon gefunden. Auch sehr einfach gehalten im Vergleich zum Rest der Villa. Noch alte Unterlagen. Steht an dem Datum. Hat einer gelernt? Italienisch.
sieht aus wie das Elternschaftszimmer der Bediensteten. Mhm. Hier hatten die wahrscheinlich dann wieder angestellt und dann Abstellraum. Ja, hier haben die sich angezogen und so. Und konnten ein paar Sachen unterbringen. Okay, dann gehen wir jetzt mal hoch. Bitte? Dann waren das wahrscheinlich 2 Bedienstetenwohnungen oder eine Wohnung und ein Zimmer. So, und hier wird es jetzt natürlich schon ein bisschen imposanter, auch mit dieser Eingangstür hier. Wir haben direkt einen anderen Boden, wir haben auch eine andere Tapete, aber es wird direkt schon ein bisschen luxuriöser. Boah. Okay, von der Einrichtung her nicht mehr so schön. Aber eine sehr krasse Decke, definitiv. Und eine schöne Lampe. Ja, der Kronleuchter hat es auch in sich. Komisch, dass hier auch überall so Tiere stehen, ne? Ich habe heute schon mehrere so gefunden. Mhm. Sehr schöne Möbelstücke auf jeden Fall. Ach krass. Das ist von der Kommunion. Wahnsinn. Aber kein Foto aus dem Haus, das ist auch eine Kommunion. Mhm. Kein Foto aus dem Haus. Das hier könnte vom Balkon sein, oder? Ja. Muss man das Geländer mal vergleichen. Mhm. Hier haben wir Badezimmer. Noch so einen kleinen Wandschrank. Hier auch wieder diese Plüschtiere, ne? So, und jetzt folgen nochmal spannende Räume. Es geht nach rechts. Wir haben hier auch so eine Art Essenszimmer, Aufenthaltsraum mit sehr schönen Schränken, einer sehr schönen roten Tapete mit den passenden Gardinen dazu. Dann hier so einen schönen Tisch, einen kleinen Kamin, damit es schön warm wird. Eine Barocktapete. Und guck mal, sogar die Ecken. In Gold. Hier liegt eine Zeitung. Haben wir ein Datum? SKF. Die Firma kenne ich. Hier 1883. Okay, dann ist das, aber so lange ist das Haus definitiv nicht verlassen. Eine Weltkarte von 1883. Boah. Hier war Italien. Dann geht's weiter in den nächsten Raum. Oh, Das ist das. das ist eine Bibliothek. Wow. Das sieht ja mal geil aus. Das ist alles Handarbeit. Der ganze Schrank. Das muss so wertvoll sein. Der ganze Schrank ist Handarbeit, Ja, sagst du? natürlich, das ist eine Holzschnitzerei. Das ist ja aus Holz. Boah, sieht das geil aus. Und in der Mitte haben wir die Liege, wo man dann lesen konnte. Hammer. Das sieht ja mal geil aus. Boah, guck mal hier. Überall alte Fotos. Urlaub. Strandbilder. Mhm. Wunderschön.
Raum der Entspannung diente. 1965. Hier wurde mit Sicherheit auch das ein oder andere Geheimnis versteckt. Kann ich mir gut vorstellen. Hier ist so viel Stauraum mit geheimen Schubladen. Das ist schon mega krass, ne? Auch hier hat sich in den letzten 6 Monaten einiges getan. So, hier haben wir noch ein Badezimmer bzw. eine Badewanne. Sieht aber nicht so schön aus. Die Badewanne stand wahrscheinlich mal hier vorne. Würde ich sagen, gehen wir noch mal weiter. Da haben wir noch eine schöne Decke und auch so ein kleines Couch-Sofa. Wir haben eine weitere Küche hier vorne. Ist das jetzt schon die dritte, ne? Mhm. Die sieht schon ein bisschen hochwertiger aus. Man könnte schon fast meinen, dass dieses Anwesen vielleicht in 2 Wohnungen unterteilt war. Nee, eher Bedienstete und Eigentümer halt, ne? Machen wir wieder alles zu und dann gehen wir jetzt noch eine Etage nach oben. Wieder durch das große, imposante Treppenhaus. Sehr schöne Decke auch hier oben. Und weißt du, was ich so traurig finde? Hier steht jetzt jedes Fenster auf. Es regnet in Strömen. Das ganze Haus fängt früher oder später an zu schimmeln. Und das ist eine riesige Millionenvilla hier. Abstellkammer für sämtliche Ersatzteile, die im Haus so anfallen. Dann geht es hier weiter. Oh, das ist schön. Ein Schlafzimmer. Ganz alte barocke Möbel. Sieht ein bisschen so aus wie von Oma. Ja, aber definitiv hochwertiger als die Etage mit den vermutlich Bediensteten. Ne? Und das muss alles super, super wertvoll sein. Hier so richtig schöner Teppich drin verarbeitet. Ne? So richtig alte, antike Möbelstücke. Guck mal, Alter. Das war Guck dir wohl, das mal an. Fühl mal hier. Das ist Teppich in den Schubladen. das war wohl damals ein richtig High-Class-Kleiderschrank. Das war richtig Mit teuer. Kommode. Ja. Das ist wahrscheinlich auch handangefertigt. Guck mal hier oben extra zum Verschließen. Schließende, für bestimmt für Schmuck. Boah, der war mal richtig teuer. Oh, und ein Spiegel. Ein Spiegelschrank. Ich würde mich nicht wundern, wenn hier noch irgendwie so ein Geheimversteck ist. Das ist ja mal ein geiler Schrank. Gehen wir erstmal hier weiter. Da haben wir ein weiteres pinkes Badezimmer, ist aber schon dem Vandalismus zum Opfer gefallen. Nächste Tür. Oh, Ist auch ein Schlafzimmer. das könnte ein Kind. Was meinst du, war das ein Kinderschlafzimmer? Eigentlich nicht. Da liegt zwar ein Teddy, aber nee. Sonst wären hier mehr Spielsachen oder so. Na gut, kann sein, dass die weggeräumt Und hier sehen wir es, Leute, wie ich es eben schon gesagt habe. Es regnet wie aus Eimern und Wird schon alles nass. man sieht hier, wie der Boden schon so ein bisschen Nass hier. komisch aussieht. Also, wäre das mein Haus, wäre das nicht so. Ne? Was ich halt so krass finde, ist, wir waren ja vor ungefähr 6 Monaten hier. Hier war alles rammeldicht. Ihr habt es selber gesehen in den Aufnahmen. Und jetzt war dieser Amerikaner da, hat ein paar Möbelstücke gekauft. Alles, was halt noch so einen gewissen Wert hatte. Und jetzt interessiert das hier wieder keinen. Das Ding steht wieder auf, es macht keiner zu. Jedes Fenster steht auf. Interessiert das hier keinen oder was? Also, da frage ich mich echt, liegt das jetzt daran, dass die keine Chance haben, weil so viele Urbexer kommen und immer wieder die Bude hier irgendwie aufballern oder so?
Oder denken sie sich jetzt so, ja, ist eh nichts mehr wert, aber ich weiß nicht. Also es ist echt krass. Na gut, ein paar Wertsachen stehen ja noch hier. Ein paar. Aber es sind auch viele raus, ne? Ja. Oh, guck mal hier. Geht noch weiter. Das ist ein richtig schönes Zimmer. Alleine dieses Sofa, was meinst du? Ist das mal wert gewesen ist? Das war schon ein bisschen wert, ja. Und wieder die Stofftiere. Man könnte meinen, das war wieder ein Schlafzimmer für die Kinder. Von der Mitte. Hier hängt sogar noch eine Lampe. Die ist jetzt nicht so imposant, aber hat was. Weiter geht's. Hier haben wir auch einen sehr hochwertigen Boden. Aber schon sehr verträglich ist. Also würde man sich das hier alles herrichten, wäre das der Wahnsinn. Hier war schon. Oh mein Gott, Leute, guck mal hier. Da müssen wir gleich noch hoch. Ein Geheimgang. Das gucken wir uns gleich am Ende des Videos an. Definitiv. Okay, das ist jetzt nicht mehr so spannend. Aber auch strange, die Lampe. Sowas finde ich auch immer richtig schön, wenn man so Fenster in den Gängen hat, kommt immer ein bisschen Licht rein. Ja, Offensichtlich das kann sich auch sehen lassen. Hier haben wir auch wieder so alte Holzschränke, ne? Dann ein schönes Bett daneben. Könnte ein Gästezimmer gewesen Ja. sein. Da haben wir auch wieder den Aufzug. Und hier haben wir auch wieder ein schönes Schlafzimmer. Ja, hier wurde nochmal alles so zusammengestellt, was es im Haus so irgendwie gab oder so, keine Ahnung. Das müsste ja aber eigentlich auch mal ein größeres Schlafzimmer gewesen sein. Ja, wird aber jetzt wahrscheinlich hier irgendwie als Rumpelkammer genutzt. Okay, ich glaube, es gibt noch einen Keller, aber der dürfte, soweit ich weiß, komplett leer sein. Dann können wir jetzt von mir aus mal diesen Geheimgang dann nutzen und gucken, wo es da hingeht. Ich bin jetzt noch mal in den Keller gegangen. Guckt euch mal diese Säulen an. Das sieht auch schon richtig heftig aus, ne? Haben wir hier noch so einen Brunnen? Das ist die ganze Elektrik, Heizung und sowas. Und das sind alles so Räume für Abstellsachen, für den Keller, für den Garten, Gartengeräte und sowas. Ah, hier war auch nochmal eine Küche. Und eine alte Kasse. Die Kasse passt aber gar nicht hier rein. Ich bin eben den Turm hochgegangen. Da kam man aufs Dach der Villa. Bin aber auch wieder direkt runtergegangen, weil ich nicht möchte, dass sie da gesehen werden. Und dann würde ich sagen, haben wir jetzt hier alles gesehen. Schön, dass es beim zweiten Anlauf geklappt hat. Haben jetzt echt ordentlich was an Strecke gerockt, um hier nochmal hinzukommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch nochmal eine neue Location zeigen, die ihr so auf YouTube eventuell noch nicht gesehen habt. Dann bedanke ich mich riesig fürs Zusehen. Würde mich mega über ein Like, Kommentar und ein Abo freuen. Und bedanke mich recht herzlich bei allen Kanalmitgliedern, die durch ihre Kanalmitgliedschaft solche weiten Reisen erst ermöglichen. Und dann würde ich vorschlagen, sehen wir uns hoffentlich im nächsten Lost Place Abenteuer. Haut rein, bleibt gesund und ciao.